Bei Reisen nach Südamerika denken die meisten wahrscheinlich zuerst an Kolumbien und Peru, vielleicht auch noch Brasilien und Chile. Aber wusstest du, dass es ein total unterschätztes Reiseziel gibt? Und zwar Bolivien. Ja, aber Backpacking in Bolivien, das heißt auch Reisen außerhalb der Komfortzone. Schlechte Straßen, alte Busse, eiskalte Nächte und die Höhenkrankheit lässt auch hin und wieder mal grüßen. Aber wer das alles hinter sich lässt, dem öffnet sich ein Land voller Abenteuer, was authentisch zu bereisen ist und was vor allem günstig ist. Wir waren jetzt 5 Wochen lang vor Ort und in diesem Video zeigen wir dir alle unsere Highlights, unsere Route, Kosten und alle wichtigen Infos, die du für deinen Backpacking-Trip durch Bolivien brauchst. Viel Spaß im Video! Wir gehen mal davon aus, dass Bolivien, wie eigentlich die meisten Länder, die wir so bereisen, bei den meisten noch ein bisschen unter dem Radar laufen. Und deswegen starten wir wieder mit ein paar allgemeinen Infos. Bolivien ist ein Binnenstaat in Südamerika und ist 3-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 12 Millionen Einwohner. Die meisten davon leben in den Anden zwischen 3.500 und 4.000 Metern Höhe im sogenannten Altiplano. Und eine Besonderheit in Bolivien ist der hohe Anteil der indigenen Bevölkerung, der bis zu 60% ausmacht. Das ist einer der höchsten Anteile weltweit. Die Währung ist der bolivianische Boliviano und 1 Euro entspricht ziemlich genau 7 Bob. Und die beste Reisezeit geht von April, Mai bis September hier im bolivianischen Winter. Hier kann es zwar besonders in den Anden sehr kalt werden, aber dafür hat man eigentlich immer Sonnenschein und fast immer gute Wettergarantie. So viel erstmal zu den allgemeinen Infos und dann kommen wir auch direkt zu unseren Highlights. Das erste Highlight ist La Paz, der höchste Regierungssitz der Welt auf 3.500 Metern Höhe und einer der chaotischsten Städte, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben. Aber das Ganze hat trotzdem seinen Charme, denn die Stadt liegt inmitten von einem Kessel, umgeben von Bergen, die bis zu 6.000 Meter hoch sind. Und am besten kann man das ganze Panorama aus der Gondel genießen, denn La Paz hat das größte innerstädtische Gondelsystem mit über 10 Linien. Und ja, da macht es einfach am meisten Spaß, sich reinzusetzen, das Panorama zu genießen. Und eine Sache, die in La Paz besonders cool sind, ist nicht die Stadt selbst, sondern das, was man in der Umgebung so machen kann. Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Highlight, nämlich der Death Road. Das ist unserer Meinung nach auf jeden Fall ein Must-Do, wenn man in Bolivien ist. Das Ganze ist eine Mountainbike-Tour auf der Yungas-Straße, wie die Death Road offiziell heißt. Die galt lange als gefährlichste Straße der Welt, ist heute aber zum Glück für den Verkehr gesperrt und dient als Touristenattraktion. Man startet auf 4.700 Metern und fährt dann 3.500 Höhenmeter Downhill mit dem Mountainbike runter bis an den Rand des Amazonas auf 1.200 Meter. Also das ist einfach super spektakulär und auf jeden Fall eine der allercoolsten Sachen, die wir bisher auf Weltreise gemacht haben. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass La Paz umgeben von Bergen ist. Das heißt, es bietet sich natürlich perfekt zum Trekking und Wandern an. Wir haben uns das Ganze natürlich auch nicht entgehen lassen und haben eine Wanderung auf den Pico Austria gemacht auf 5.300 Metern, beziehungsweise es nur versucht, weil wir es nicht geschafft haben, weil ja bei 5.000 Metern dann doch die Höhenkrankheit bei mir ein bisschen zugeschlagen hat. Aber nichtsdestotrotz kann man auch Ausflüge um die Umgebung machen, weil es gibt beispielsweise auch wunderschöne Bergseen, wo man halt nicht so weit wandern muss. Zum Beispiel die Chillacota-Lagune, die wir auch gesehen haben, was einfach ein wunderschönes Panorama ist aus dem Bergsee, den schneebedeckten Gipfeln und es sind super viele Lamas uns begegnet auf dem Weg. Also es ist richtig cool. Also wer in La Paz ist, muss auf jeden Fall irgendeine Art von Wanderung in den Anden machen. Unser viertes Highlight ist der Amazonas. Was viele vielleicht überraschen mag, weil man ja bei Bolivien eher an einen hochgelegenen Andenstaat denkt, aber tatsächlich sind 60% des Landes Amazonasgebiet. Als Ausgangsort dient Rurrenabaque und von da aus kann man verschiedene Touren, unter anderem in die Pampas, das heißt dort wirklich so, buchen. Das haben wir auch gemacht, wir waren 3 Tage lang vor Ort und wir haben Tausende von Krokodilen und Alligatoren gesehen. Wir waren mit rosa Delfinen schwimmen, wir haben Piranhas gefischt, wir haben eine Anaconda gefunden, die wunderschönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge gesehen. Also ein absolut faszinierendes Abenteuer und auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man in Bolivien ist. Kommen wir zu Highlight Nummer 5 und dem wahrscheinlich größten Highlight in ganz Bolivien, die Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Welt, von der viele sagen, dass sich allein schon deswegen ein Besuch in Bolivien lohnt. Und nachdem wir da waren, würden wir das auch so unterschreiben, weil die Landschaften sind einfach super spektakulär. Man sieht Geysire, heiße Quellen, Lagunen, Flamingos, kann super witzige Fotos machen, macht einen Ausflug auf eine Insel, wo mal riesige Kakteen sind. Also ist einfach ja, super vielseitig, extrem spektakulär. Und was uns am besten gefallen hat, ist der Sonnenuntergang. Weil wir sind zwar in der Trockenzeit da gewesen und das heißt, die Salzwüste ist komplett ausgetrocknet, aber bei uns war auch noch ein bisschen Wasser in der Wüste von dem ganzen Regen, der halt im bolivianischen Sommer fällt. Und dadurch gab es einfach eine super krasse Reflexion zum Sonnenuntergang und ja, es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben. Und danach war die Tour noch nicht fertig gewesen. Unser Guide hat noch gewartet, bis die Sonne komplett untergegangen ist und es dunkel war. Und dann haben wir die Milchstraße einfach mit bloßem Auge so deutlich sehen können. Unser Guide hat dazu noch ein paar Fotos gemacht. Also es war einer der coolsten Touren, die wir gemacht haben und ist zu Recht das größte Highlight in Bolivien. Unser nächstes Highlight ist die Stadt Potosí. Die liegt auf 4.000 Höhenmetern und ist damit die höchstgelegene Stadt Südamerikas. Bekannt ist sie allerdings vor allem für den Cerro Rico. Das ist ein Berg und war einmal die größte Silbermine der Welt. Aufgrund dieser riesigen Silbervorkommen war die Stadt zur Zeit der Spanier auch einmal die reichste der ganzen Welt. Es ist heute leider ganz anders. Heute gilt Potosí als eine der ärmsten Städte in Bolivien. Und man kann heute im Rahmen von Touren sehen, wie Männer und leider auch Kinder in diesen Minen arbeiten.
nach wie vor auf der Suche nach Rohstoffen, die zum Großteil aufgebraucht sind, unter schwierigsten Bedingungen. Also eine sehr extreme Tour und man sollte keine Platzangst haben, aber auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Nur 3 Autostunden von Potosí entfernt liegt Sucre, die Hauptstadt von Bolivien, und die Gegensätze könnten kaum größer sein, weil Sucre gilt als relativ wohlhabend und ist eine koloniale Stadt mit super vielen alten Gebäuden, einem wunderschönen Stadtzentrum, und die Stadt ist grundsätzlich viel moderner als der Rest von Bolivien. Also man sieht viele junge Leute, die indigene Kultur ist nicht so präsent, man sieht viel mehr westliche Kleidung, was für uns fast schon ein kleiner Kulturschock war, nachdem wir lange in eher traditionell geprägten Städten waren. Aber uns hat sehr gut gefallen, ist mit Sicherheit die schönste Stadt Boliviens. Und für alle Dino-Fans bietet sich auch noch ein Ausflug von Sucre aus an, denn nur in 5 Kilometer Entfernung liegt die sogenannte Cal Orco. Das ist eine Steilwand, auf der 5000 Dinosaurierspuren gefunden wurden. Das ist die größte Dinosaurier-Spurensammlung der Welt und auf jeden Fall ein Ausflug wert. Kommen wir nun zum letzten Highlight hier in Bolivien, und zwar dem Lake Titicaca. Das ist der höchste schiffsbare See der Welt auf 3800 Metern und Ausgangsort ist Copacabana. Ist jetzt nicht die schönste Stadt des Landes, mit Sicherheit nicht, aber man kann zum Beispiel auf dem Berg wandern in der Nähe und hat halt einen wunderschönen Blick auf die Stadt und auf den Lake Titicaca. Genau, und bekannt ist es vor allem für Ausflüge auf die Isla del Sol. Dort fährt man ungefähr 2 Stunden mit dem Boot hin und die Isla del Sol gilt als die Wiege der Inka, hat also eine ganz besondere Bedeutung für die Inka. Man sagt nämlich, dass der Sonnengott damals seinen Sohn auf eben diese Insel geschickt hat und der von dort aus dann nach Cusco gegangen ist, um das Reich der Inka zu gründen. Also auf jeden Fall eine sehr heilige Stätte, die man sich dort anschauen kann. Das waren jetzt alle unsere Highlights, die wir auch selbst gesehen haben vor Ort. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt in unseren 5 Wochen nicht geschafft haben. Zum Beispiel den Sajama-Nationalpark, der auch wunderschön sein soll und sich für Wanderungen anbietet. Dann die Tinahuaco-Ruinen in der Nähe von La Paz, die eine der wichtigsten Ruinenstätten in Südamerika sind. Und die Stadt Santa Cruz ist die größte Stadt in Bolivien und eine der am schnellsten wachsenden Städte weltweit. So viel zu allen Sachen, die man im Land gesehen haben muss. Jetzt kommen wir mal dazu, in welcher Reihenfolge man das am besten macht. Kommen wir jetzt zur Route durch Bolivien. Dafür schlagen wir ungefähr so 3 bis 4 Wochen vor und das Ganze startet in La Paz. Das ist einfach so der Verkehrsknotenpunkt des Landes und nachdem man dort und in der Umgebung ein paar Tage verbracht hat, bietet sich als erstes an, nach Luranabaque zu fahren, in den Amazonas, dort eine 3-tägige Tour zu machen und dann nach La Paz zurückzukehren. Vielleicht nochmal 1, 2 Tage akklimatisieren, bevor es dann nach Uyuni geht, in die Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Welt. Danach geht es weiter 4 Stunden lang mit dem Bus nach Potosí. Dann 3 Stunden weiter mit dem Bus nach Sucre, kann man da ein paar Tage verbringen. Und dann geht es zurück nach La Paz, 12 Stunden am besten mit dem Nachtbus. Und wenn man dann noch Zeit hat, kann man nochmal ungefähr 4 Stunden weiter nach Copacabana fahren und den Lake Titicaca mitnehmen und dann wieder nach La Paz zurückkehren. Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zur Infrastruktur in Bolivien, denn die Straßenverhältnisse sind generell schon eher schlecht. Es gibt viele unbefestigte Straßen, gerade wenn man in den Amazonas fährt. Aber trotzdem haben wir uns eigentlich immer wohl gefühlt. Wir hatten vorher relativ viele Horrorgeschichten auch gehört über betrunkene Fahrer und riskante Überholmanöver und so weiter. Das können wir nicht bestätigen. Wir haben da keine schlechten Erfahrungen gemacht, zum Glück. Also man muss sich darauf einstellen, dass man relativ viel Zeit in Bussen verbringt, aber gerade die Nachtbusse, die wir immer hatten, waren zum Beispiel auch sehr komfortabel. Und gleichzeitig spart man sich noch ein bisschen Geld, weil man keine Übernachtung hat. Also das ist auf jeden Fall alles machbar. Bolivien gilt ja als eines der ärmsten Länder in ganz Südamerika. Das ist für uns Backpacker natürlich gut, weil dadurch das Preisniveau relativ gering ist und tatsächlich war Bolivien auch das günstigste Land unserer bisherigen Weltreise durch Mittel- und Südamerika mit 34 € am Tag. Aber man muss auch dazu sagen, wir waren ja 5 Wochen lang hier, haben aber davon 2 Wochen lang mit Corona flach gelegen. Deswegen hatten wir in der Zeit natürlich kaum Ausgaben nur für Unterkunft und Essen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist 35 € auf jeden Fall ein realistischer Wert, wenn man hier durch Bolivien reist. Wenn man ein bisschen zügiger unterwegs ist, vielleicht eher so 37, 38 €. Aber so oder so ist Bolivien auf jeden Fall ein günstiges Reiseland und im Detail sieht das wie folgt aus. Unser größter Kostenblock ist Essen und Trinken. Dafür haben wir 12,25 € pro Person pro Tag ausgegeben. Hier sehen wir auch das größte Sparpotenzial, denn wir haben das Problem in Anführungszeichen, dass wir kein Fleisch essen, dass aber die bolivianische Küche sehr fleischlastig ist und wir deswegen halt oft die lokale günstige Küche nicht so in Anspruch nehmen konnten. Kommen wir zum nächsten Kostenblock, das sind die Unterkünfte. Da haben wir 9 € pro Nacht pro Person gezahlt und wir hatten immer ein Doppelzimmer mit eigenem Bad, mit heißem Wasser und auch mit Frühstück, weil Frühstück ist eigentlich bei den meisten Unterkünften immer mit inklusive. Der nächste Kostenpunkt ist der Transport. Da haben wir 3,15 € pro Tag pro Person ausgegeben und da sind inkludiert alle Taxifahrten innerhalb von Städten, alle kürzeren Strecken mit Bussen und auch alle Nachtbusse. Für Touren haben wir insgesamt 250 € pro Person bezahlt. Das mag auf den ersten Blick relativ viel klingen. Das liegt erstens daran, weil man einfach super viel in Bolivien machen kann und zweitens sind natürlich auch Touren dabei, wo man zum Beispiel im Amazonas 3 Tage lang insgesamt war. Da war natürlich auch Verpflegung und Unterkünfte für 3 Tage dementsprechend dabei. Sonst gehört dazu beispielsweise
die Death Road, die Isla del Sol, die Uyuni-Tour, verschiedene Eintrittspreise und grundsätzlich empfinden wir, dass die Preise eigentlich hier für Touren ziemlich gerechtfertigt sind. Man kriegt unfassbar viel dafür geboten. Unser nächster Kostenblock ist Wäsche. Da haben wir 40 € pro Person für ausgegeben. Das ist auf jeden Fall relativ viel, geht mit Sicherheit auch günstiger. Bei uns ist es eben einfach so, dass wir nur mit Handgepäck reisen und dass wir relativ wenige warme Klamotten dabei haben, die man hier in Bolivien aber definitiv braucht. Deswegen mussten wir einfach öfter zur Laundry gehen. Für SIM-Karte und Internet haben wir insgesamt 32 € pro Person bezahlt. Wahrscheinlich auch überdurchschnittlich viel, was erstens daran liegt, dass wir halt relativ viel mobile Daten brauchen für unsere Blogbeiträge, weil das WLAN in den Hostels oft nicht funktioniert und wir während der 2 Wochen Corona auch relativ oft unsere mobilen Daten nachgeladen haben. Das kostet beispielsweise bei Enche für 6 GB immer 7 €. Da ist auf jeden Fall sehr viel Sparpotenzial vorhanden. Für Sonstiges haben wir nochmal 28 € pro Person ausgegeben und dazu zählen unter anderem Friseurbesuche, Mückenspray, wir haben uns ein paar wärmere Sachen gekauft, zum Beispiel Handschuhe und Socken aus Alpaka-Wolle und solche Kleinigkeiten. Bolivien ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Reiseland. Wir haben auch alle Kosten nochmal im Detail auf unserem Blog aufgeschlüsselt. Falls euch das nochmal genau interessiert, könnt ihr vorbeischauen unter www.betterbeyond.de. Kommen wir jetzt nochmal zu den 3 Aspekten Sicherheit, Covid und Englisch. Fangen wir an mit der Sicherheit und eigentlich wollten wir hierzu gar nichts sagen im Länderguide, weil es für uns absolut gar kein Thema war, weil wir uns 5 Wochen lang hier extrem sicher und extrem wohl gefühlt haben. Aber als ich dann, während wir in Bolivien waren, die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes gelesen habe, war ich ein bisschen schockiert gewesen, weil dort liest sich das Ganze schon relativ schlimm. Also wir wollen das auch nicht leugnen, gerade in Bezug auf die Infrastruktur und Autounfälle, das passiert. Aber was da zu lesen war über Erpressung, Trickbetrüger, Kriminalität, das können wir so nicht wiedergeben. Wir haben uns hier einfach sehr sicher gewühlt, auch mit Kamera und Technik auf der Straße. Haben wir nie negative Erfahrungen gemacht, wir haben auch von niemand anderem was gehört. Ganz im Gegenteil, die Bolivianer waren extrem freundlich gewesen und häufig auch ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu wollen. Also sehr offen und ehrlich und wir wollen das nicht leugnen, aber vielleicht ein bisschen relativieren. Wie in den meisten Ländern in Mittel- und Südamerika ist hier Englisch nicht so weit verbreitet. Deshalb hilft es auf jeden Fall, Spanisch zu sprechen. Und Sucre beispielsweise bietet sich auch dafür an. Hier gibt es einige Spanischschulen. Aber bei den größeren Touren, wie beispielsweise im Amazonas oder Uyuni, können eigentlich alle Guides Englisch. Und ja, natürlich helfen ein paar Brocken Spanisch im Alltag immer weiter. Aber man kann das Land auch bereisen, ohne Spanisch zu sprechen. Kommen wir zu unserem kurzen Fazit. Ich denke, es ist im Länderguide jetzt klar geworden, dass wir sehr begeistert sind von Bolivien. Es ist ein sehr günstiges Reiseland, es hat super atemberaubende Landschaften, ist auch super vielseitig und vor allem sind auch noch die Menschen, die hier leben, einfach super hilfsbereit und nett. Bolivien ist auf jeden Fall eine Off-the-Beaten-Path-Destination und rankt deswegen allein schon relativ weit oben bei uns. Und wir haben erwartet, dass man hier authentisch reisen kann und genauso war es dann auch gewesen. Also wenn man irgendwo im Bus sitzt, man sitzt eigentlich überwiegend mit Bolivianern drin und es gibt keine Parallelgesellschaft zwischen Backpackern und Einheimischen, sondern man ist einfach mittendrin, mitten im Leben der Bolivianer, was uns einfach richtig gut gefallen hat und solche Länder bereisen wir halt einfach am liebsten. Falls wir jetzt bei dir auch ein bisschen Begeisterung für Bolivien wecken konnten und du irgendwas nochmal in schriftlicher Form gerne nachlesen möchtest, dann wirst du auf jeden Fall auch auf unserem Blog www.betterbeyond.de fündig. Wir haben da auch nochmal die Route, die Kosten und alles ganz ausführlich aufgelistet und vor allem auch zu jedem dieser Highlights nochmal einzelne Blogbeiträge geschrieben. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen, hoffen, dass wir den einen oder anderen für Bolivien begeistern konnten und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao, ciao!